Hallo, hier ist die Wetzlarer Eck. Ich bin der Michael, ich helfe ab und zu mal aus. Und heute ist Fußball 2000 bei uns im Lokal. Da ihr das auch mal miterlebt. So, wir reden natürlich ein bisschen über Doan. Wir reden damit, ob und was man mit dem Etikett-Geld noch alles machen kann. Phil wird uns aus dem Trainingslager berichten. Marvin ist auch irgendwo am Start. Und der Erdo ist auch dabei. Let's go, Digga! Auch dabei. Weiter! Fußball 2000, wir sind wieder hier, ein neuer Montag und es sieht so aus, als würden sich einige Gerüchte nicht nur verdichten, sondern zur Wahrheit werden. Und zwar gucken wir bei der Frankfurter Eintracht darauf, dass Ritso Doan, der Stürmer von dem SC Freiburg, eher Außenspieler, Rechtsaußenspieler, zur Eintracht wahrscheinlich wechseln wird. Und lieber Basti, wir sind heute hier wunderbar am Start. Du bist auch am Start, mein Lieber. Ich freue mich, Eddie. Schön, dass du da bist. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was bei der Frankfurter Eintracht so passiert. Wir haben auch total tolle Einblicke vom Philly Vanilli, der hier in den USA gerade rumdaxt. Aber gucken wir uns erstmal Eddie Doan, sage ich schon, gucken wir uns Ritso Doan mal an. Und da sieht es wirklich so aus, als würde die Eintracht den jetzt verpflichten. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich mich trauen würde, das zu sagen, lieber Marvin, weil ich sag das. Das hätte ich vor 3 Wochen, vor 2 Wochen, vor einer Woche immer mal wieder gesagt. Aber so ein bisschen zieht sich dieser Transfer wie Kaugummi. Und das lässt natürlich dann Platz für Angst. Ja. Platz für Angst, dass an irgendeiner Art und Weise, an irgendeiner Stelle diese Verhandlungen noch scheitern. Platz für Angst. Platz für Angst. Ja. Und ich habe so ein bisschen noch die Angst, weil irgendwie zieht sich das ein bisschen. Ich weiß natürlich auch, dass wahrscheinlich der Riesen-Etikett-Dominostein erstmal fallen musste, haben wir letzte Woche besprochen. Und dass deswegen eventuell die Verhandlungen da jetzt noch ein bisschen andauern, weil man ja nicht 1000 Millionen Sachen parallel machen kann. Aber trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob der wirklich so sicher ist, wie alle sagen, weil die Leute halt vor 4 Wochen, 3 Wochen schon gesagt haben, der wäre safe. Und ich warte die ganze Zeit, weil für mich, habe ich auch immer gesagt, ist das einer der wichtigsten Transfers diesen Sommer, weil der Eintracht eine neue Qualität geben würde, die so noch nicht vorhanden ist im Kader, gerade was die 1:1-Situation betrifft. Deswegen hoffe ich weiterhin, Doan, Bruder und Freiburg, Leute, lasst ihn doch jetzt einfach zur Eintracht. Wichtige Sache, mal ganz kurz, um festzuhalten, wie die ganze Sache läuft. Im Endeffekt ist es so, Ritso Doan, 27 Jahre alt, ist also dementsprechend kein Spieler, der großartig entwickelt werden würde, sondern einer, der seinen Peak schon erreicht hat als Rechtsaußen. Jetzt geht es natürlich um die Ablösesumme, das Einzige, worum noch gestritten wird. Ich habe jetzt gehört, der Blätterblatt halt verlauten lassen, dass die Eintracht und der Spieler auf jeden Fall sich schon einig sind. Müssen wir dementsprechend mal gucken. Aber es ist natürlich ein Spieler, der natürlich gewisse Qualitäten mit sich bringt. Wir haben es ja gesehen in der letzten Bundesliga-Saison oder auch in den Jahren zuvor beim SC Freiburg hat er natürlich brilliert, ne? Ja, absolut. Ich finde auch Doan, wie du schon richtig sagst, rechts außen, wäre ein guter Spieler für uns, vor allem auch, weil er als Linksfuß ja auch, ich sag mal, so ein bisschen so ein Robben-Vibe mit sich bringt, dass er dann von rechts nach links reinziehen kann, abziehen kann, ist ein Goalgetter. Du sagst ja auch schon richtig, mit wie viel waren es? 25 Millionen, die da in den Raum geworfen wurden? Genau, der aktuelle. Aber muss man natürlich abwarten. Man muss natürlich abwarten, wie das dann de facto läuft. Ne? Ja. Ich glaube, der SC Freiburg weiß, dass die Eintracht allein durch Ekitike natürlich ein bisschen Geld hat. Ne? Ja. Und da wollen sie natürlich an der Geldbörse kratzen. Ja. Er ist auch ein Spieler, wo ich sage, okay, er wird jetzt nicht am Wert so steigern. Das wird jetzt nicht der nächste Hecki. Ja, es ist auf jeden Fall ein guter Spieler, ein konstanter Spieler. Der wird auch seine Jahre die Konstanz bringen, denke ich. Ja. Aber ist jetzt kein Spieler, auf den man, ich sag mal, aufbaut, was jetzt den Preis angeht. Ne? Genau. Man will jetzt nicht irgendwie 70 oder 80 Millionen mit ihm erreichen, sondern man braucht einen Spieler, der konstant ist, der konstant seine Leistung bringt. Der vielleicht auch mal bleibt dann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Gedanke hinter so einem Transfer, dass du eben nicht nur Durchlauferhitzer-Spieler hast, wo du weißt, okay, das Projekt ist auf 1,5, 2 Jahre angelegt, sondern wir haben mit Burkhardt jemanden verpflichtet, der bei der PK schon gesagt hat, er würde gerne ein bisschen länger bleiben. Und ich glaube, mit Robin Koch hat man jetzt einen wichtigen Spieler verlängert. Und dass du mit Doan halt auch eine Qualität in den Kader bringst, wo du eben nicht, weil das ist natürlich immer ganz toll, viel Geld einzunehmen, aber da ist ja auch wieder hier Platz für Angst, wie schnell der dann geht und wie schnell du den auch wieder ersetzen musst. Und ich glaube, wenn du Doan jetzt verpflichtest, dann hättest du mit Robin Koch, mit Johnny Burkhardt und mit Ritso Doan 3 absolute Ankerspieler für die nächsten Jahre. Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig tatsächlich. Das ist ganz spannend. Das heißt also, du denkst, dass er Teil eines längerfristigen Gerüsts werden könnte? Ich glaube tatsächlich, was du gerade gesagt hat, dass alleine die Tatsache, dass er schon eben 27 ist, was du auch gesagt hast, das lässt ja nicht darauf schließen, dass man jetzt da irgendwie das nächste Transferspekulationsobjekt im Kader hat, sondern dass man da einfach eine Qualität in ihm sieht, die er auch mitbringt, die so im Kader auch noch nicht vorhanden ist, so 1:1 Situationen auf den Flügeln aufzulösen, dass du mehr Tiefe in den Flügel reinkriegst, noch ein bisschen Torgefahr, defensives Anlaufen. Also der Typ ist
echt ein geiles Komplettpaket. Aber ich glaube auch nicht, dass die den jetzt nächstes oder übernächstes Jahr dann wieder weiterverkaufen wollen. Kann natürlich passieren, dürfen wir nicht vergessen. Wenn der jetzt in der Champions League irgendwie die Sterne vom Himmel spielt und dann plötzlich ein Premier League Verein kommt, natürlich kann es sein, dass er geht. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht angedacht. Aber allein vom Alter ist es natürlich nicht angedacht, ne? Weil das ein Spieler ist, kein typischer Krösche-Spieler, der dann wirklich 2 Jahre später wieder weiterverkauft wird, sondern das ist wirklich ein Spieler, bei dem wir sicher sind, das wird wahrscheinlich so sein, dass er bleibt. Und da stellt sich aber trotzdem die Frage, wenn einer wie Rizzo Doan kommt, dann muss natürlich einer weichen, ne? Und wahrscheinlich wird nicht verkauft, aber es natürlich wird für andere ein bisschen tricky. Wie siehst du denn jetzt seine Konkurrenz dann auf der Position? Weil das ist ja ehrlich gesagt so, dass der gute Ansgar Knauf, den ich immer als absoluten Zielspieler sehe, den ich ja absolut liebe, dass der natürlich ein bisschen mehr Konkurrenz bekommt, ne? Ja, also ich sehe den Konkurrenzgedanken hast du auf jeden Fall. Den hast du in der ganzen Mannschaft. Aber ich denke auch, wenn wir jetzt Champions League spielen, ja, wir haben die Belastung, wir haben Champions League, DFB-Pokal, die Bundesliga, da brauchen wir auch einen breiten Kader. Und ich finde, allein die Stimmung, die wir in der Mannschaft haben, auch die Spieler untereinander, da ist jetzt vielleicht nicht, klar, ein Konkurrenzgedanke ist da, aber es ist eher eine Freundschaft, ja, unter den Spielern, sag ich mal. Und ich denke auch, Doan würde da extrem gut reinpassen, auch ob er jetzt von der Startelf oder von der Bank kommt. Da ist es, ich denke, ein Knauf kann von der Bank kommen, ein Doan kann von der Bank kommen, ein Doan kann von Anfang an spielen und ein Knauf auch. Also ich finde, man sollte trotzdem beide irgendwo halten. Ne? Also es ist, wenn wir einen Doan bekommen, ne? Also ich gehe jetzt 99% davon aus. Ja. Also ja, natürlich noch ein bisschen Spekulation, aber wie gesagt, wenn schon die Einigung da ist, ich glaube, da können wir schon einigermaßen hoffnungsvoll sein. Du sprichst anders. Ich glaube, ich würde niemanden davon, also auf Knauf auf gar keinen Fall verkaufen. Das ist für mich ein absolut wichtiger Spieler. Ich meine, das haben wir in den letzten Jahren ja hier immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig der auch für diese Teambindung ist, aber gleichzeitig auch für die Fans. Das heißt aber, lieber Basti, wie sieht dann das Gerüst aus? Wie sieht dann im Endeffekt dieses Positionsgerüst aus? Weil das sieht ja dann eher danach aus, als würde man nur mit einem nominellen Stürmer spielen und dann wirklich diesen beiden Außenspielern. Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, dass die Eintracht auch da flexibel bleiben wird, weil du hast mit den beiden Außenspielern, die du angesprochen hast, du könntest ja theoretisch auch Doan auf links stellen, er hat einen linken Fuß. Ja. Ich glaube, das kann auch variabel gestaltet werden. Was ganz gut ist, weil wir wissen nicht beispielsweise, ob Baroja so eine zweite so starke Saison spielt, ne? Es ist im Endeffekt, du hast es gesagt, man braucht ja auch diese Tiefe im Kader. Wir können ja nicht immer meckern und sagen, da haben wir nur 13 Spieler und irgendwann im Frühjahr geht die Eintracht auf der letzten Felge, gerade wenn du sicher 8 Champions League Spieler hast, hoffentlich dieses Jahr mehr DFB-Pokalspiele, dann wirst du die alle brauchen. Aber ja, die Gedanken, die du gerade angesprochen hast, habe ich mir auch gemacht. Aber am Ende ist, glaube ich, beides möglich. Du kannst ein 4-4-2 spielen mit zwei Defensiven in der Zentrale, dann hast du 2 außen und 2 vorne. Ja. Das ist so eine flache 4-4-2. Oder du kannst halt 4-3-3 spielen, dass du einen Mittelstürmer hast und dann, keine Ahnung, Usun und Doan hinter der Spitze, dann vielleicht ein bisschen breiter ziehen, wenn du Knauf und Doan nimmst, dass das Ganze ein bisschen breiter angelegt ist. Also ich glaube, dass Dino Topmöller sowieso ein Trainer ist, der sehr viele flexible Spieler haben will. Der will, dass die Spieler auch verschiedene Aufgaben erfüllen können, je nach Gegner. Und ich glaube, Doan ist prädestiniert dafür. Weil ich glaube auch, dass du ihm vom Charakter seines Spiels her sogar hinter die Spitzen stellen kannst. Wenn du in irgendeiner Art und Weise, weiß ich nicht, defensiv spielen willst, dann spielst du halt vielleicht eine Doppelspitze mit Doan plus Burkhardt. Dass du das Gefühl hast, da ist irgendwie einer, der so ein bisschen hinter den Spitzen spielt. Also ich glaube, Doan ist für einen Trainer echt ein geiler Spieler, weil, und da gehe ich auch mit, ich glaube, dass der keine Bild-Zeitungskampagne starten wird, wenn der mal auf der Bank sitzt. Weißt du, dass er dann in irgendeiner Art und Weise Stress machen wird, sondern der weiß, er kommt zum Champions League Verein, zumindest dieses Jahr, und er wird sich dem Konkurrenzkampf auch stellen müssen. Der wird auch, das muss man bei allen neuen Spielern, übrigens auch bei Burkhardt, weil wir vorhin über ihn gesprochen haben, sagen, das wird auch dauern. So, klar ist er 27 und klar ist Burkhardt ein erfahrener Bundesliga-Stürmer, aber du kommst in eine neue Stadt, du kommst zum neuen Trainer, du kommst in ein neues Spielsystem. Also ich glaube schon, dass wir alle Leute brauchen, sowohl die neuen als auch die alten Kräfte, gerade weil jemand wie Knauf, du hast es gesagt, das ist der absolute Platzhirsch, an dem musste er erstmal vorbeikommen. Ja. Und Knauf hat es sich auch verdient, dass er mittlerweile dieses Standing hat, was er gar nicht die ganze Zeit hatte. Und ja, müssen wir sehen. Aber für mich ist derjenige, den du auch angesprochen hast, derjenige, der jetzt am meisten zittern muss, und das ist Baroja. Wahrscheinlich auch, ne? Ich denke natürlich schon, weil Baroja ist natürlich jemand, der eine super erste Saison gespielt hat, aber natürlich dann am Ende auch ein bisschen wackelig war, wo man auch sagen muss, okay, kann er überhaupt diese starke Saison, die er gespielt hat, überhaupt bestätigen? Das ist natürlich für alle jungen Spieler immer das Thema. Und da muss man halt abwarten, ne? Ja, muss man absolut abwarten. Also ich sag mal so, ich bin ein großer Fan von ihm, muss ich sagen. Also Baroja ist wirklich für mich ein Top-Linksflügel, wenn er die Leistung bringt, die er auch gebracht hat. Es hat ja auch eine Weile gedauert, ne? Ich meine, man hat ja auch ordentlich in ihn investiert und da hast du gedacht, okay, gucken wir mal, in welche Richtung das dann geht. Am Anfang war man ja nicht überzeugt und dann hat er bei der letzten Saison wirklich durchgestartet. Ja, also ich sag mal so, wenn er im 16er da anfängt zu kombinieren und zu dribbeln, dann die Doppelpässe daraus auspackt, das ist schon schön zuzugucken, aber ich will jetzt auch nicht der kritischste Eintracht-Fan sein, ne? Also es ist auch so, dass wir
dass wir mal gute Spiele haben, mal schlechte Spiele, mal haben wir Glück, mal haben wir Pech. Also es ist ja so. Mal Gandhi? Ja, okay. Ja. Ich meine, in der letzten Saison haben wir halt das, muss ich auch dazu sagen, wir haben halt das Glück gehabt, dass wir fast immer das letzte oder vorletzte Spiel hatten. Ja. Und fast bei jedem Spiel, also zum Ende hin, ne, haben alle, ich sag mal, direkten Konkurrenten irgendwo für uns gespielt. Wenn wir einen Unentschieden gebraucht haben, wenn sie gegeneinander gespielt haben, haben sie unentschieden gespielt. Ich meine, dann kann man sich ja auch drauf einstellen dann. Ne? Wenn man dann das vorletzte Spiel hat, kann man auch sagen, okay, ihr müsst jetzt, klar, Vollgas immer geben, ja, das ist ganz wichtig. Aber wenn vorher schon alle Gegner so spielen, wie sie zu spielen haben, dass du dann gut spielen musst, dann haben wir halt das Glück und sind dann auf Platz 3 in der Bundesliga-Saison. Ich weiß aber nicht, ob wir nächstes Jahr wieder das Glück bekommen. Das wissen wir nicht. In die Glaskugel können wir auch nicht gucken. Ich würde aber ganz gerne noch mal ganz kurz zurück zu Ritsu Doan gehen. Ja. Denn wir sollten noch mal ganz klar halten, was so die ganzen Stärken sind. Warum die Eintracht jetzt schon so lange an ihm gebaggert hat. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig. Es ist ein Spieler, du sagst, natürlich muss er erst zu einem neuen Verein warm werden und so weiter und so fort. Das ist aber so, der kennt die Bundesliga, der hat jetzt schon jahrelang hier gespielt. Der hat überall seine Leistung abgeliefert. Sowohl damals bei Bielefeld als auch natürlich dann in den Niederlanden, als er dann dort war. Und dann ist er wieder zurückgekommen und hat in Freiburg regelmäßig gescored. Guter Scorer, guter Torschützer. Ist wirklich der beste Spieler, aber auch gleichzeitig der konstanteste Spieler. Auch jemand, der in der defensive Arbeit sehr ungemütlich war. Wir haben das tatsächlich auch gesehen, als es gegen die Eintracht ging. Also in Sachen Zweikämpfen ist er auch nicht zurückhaltend. Welche Stärken siehst du noch bei ihm? Ich finde, dass er defensiv richtig stark ist. Ich finde, das hat man auch im Spiel gegen uns gesehen, dass er wirklich giftig ist. Ich meine, er ist natürlich ein Offensivspieler, aber ich glaube, Dino Topmöller, das musste ja zum Beispiel Can Uzun leidvoll erfahren. Ja, genau. Er legt auch bei Offensivspielern großen Wert auf das defensive Anlaufverhalten. Und ich glaube, da kriegst du einen absolut kompletten Spieler. Ja. Der ist fleißig, der ist konditionell stark, der ist schnell, der ist technisch stark, der ist aber auch defensiv taktisch gut geschult. Also ich will mich auch gar nicht zu sehr reinsteigern, aber ich finde, das ist ein absoluter Monstertransfer, wenn der klappt. Weil das einfach wirklich ein sehr kompletter Spieler ist, wo ich sagen würde, der hat nicht mal irgendwie unfassbar große Schwächen, wie das andere Spieler haben, wo du sagst, okay, dann hast du, ich meine, wir kennen es bei Pro Evolution, kennt ihr diese Vierecke so, wo dann ein Dreieck ganz tief drin ist, wo du weißt, oh Gott, mit dem sollte ich jetzt nicht dribbeln, sondern nur Speed. Bei ihm ist das nicht so. Ich finde, er ist ein sehr, sehr kompletter Spieler, weil, was man auch nicht vergessen darf bei ihm, fällt ein bisschen hinten ab bei ihm meistens. Der ist sogar kopfballstark, obwohl er jetzt nicht der Größte ist. Der hat schon das eine oder andere Kopfballtor sogar gemacht. Das heißt, der hat sogar spezielle Momente im Spiel. Für mich ist er ein kompletter Spieler. Ich glaube, das ist die größte Stärke, die ich bei ihm ausmachen würde. Und das ist natürlich auch der Grund, warum die Eintracht beispielsweise halt so lange jetzt an ihm rumgebaggert hat. Ne? Ich meine, momentan hängt es natürlich so ein bisschen an der Ablösesumme. Es ist so, du hast eben die Summe angesprochen. Der SC Freiburg wird ganz gern 25 Millionen haben und die Eintracht sagt, naja, wir machen mal 15 und ja, aber dann ist doch eigentlich klar, was passieren muss. 15, 25 zusammen addiert durch 2, 20, ciao. Ich glaube, damit könnte dann jeder leben. Es ist absurd, in welchen finanziellen Rahmenbedingungen wir uns gerade bewegen oder auch unterhalten. Also ich finde allein diese Summe schon ein bisschen absurd. Ich meine, wir als Eintracht-Fans haben auch schon ganz andere Summen erlebt. Ja, also ich weiß noch, als die Hallenmasters gespielt wurden und dann hat die Eintracht das ganze Hallenmasters-Geld zusammengebracht, um dann Edi Martini und Adrian Daschi zu kaufen. Ja, also es gab auch ganz andere Zeiten, aber das ist schon auf jeden Fall beeindruckend, liebe Leute. Schreibt ihr mal bitte in die Kommentare, was ihr zu Ritsu Doan sagt. Und natürlich Ritsu Doan, große Nummer, haben wir jetzt drüber gesprochen, aber die Frage, die sich trotzdem immer noch aufdrängt, ist das Stürmerkarussell damit beendet oder geht es noch in die nächste Runde? Braucht die Eintracht vielleicht noch jemanden? Und da habe ich den Philly Vanilli gefragt, der alte Schlawiner, der da gerade in Kentucky rumlurcht, und der hat uns einige Fragen beantwortet, unter anderem dazu, braucht die Eintracht überhaupt noch jemanden? Weil beispielsweise ist es so, Gratulation an Wahi, hat sein erstes Testspieltor gemacht, super performt, muss man auch mal sagen, ja, bei all der Kritik, die hier gerade von einigen genannten Personen öfter ankommt, ja, wir haben es im Blick, keine Angst, aber das sieht ja auf jeden Fall viel besser aus, scheint ja auch im Training besser zu laufen. Wir haben Phil gefragt und da gucken wir jetzt mal rein. Ja, ein herzliches Gute, ihr Lieben, aus dem nach wie vor sommerlich heißen Louisville, Kentucky. Man sieht's im Hintergrund so ein bisschen hier, diese Skyline, beziehungsweise der Abklatsch einer Skyline, wenn man aus Frankfurt kommt. Den könnt ihr sehen. Wir reden über stürmische Zeiten, auch hier oben auf der Brücke. Ich habe mir die Basecap des lokalen Baseballteams inzwischen zugelegt, damit die Haare auch nicht mehr ganz so krass fliegen wie in den letzten Folgen. Liebe Grüße an alle, die daran auch Anteil genommen haben. Stichwort Sturm, nicht nur hier oben auf dieser Brücke über dem Ohio River, der übrigens Indiana mit Kentucky verbindet, also die Brücke, nicht der Fluss. Stürmische Zeiten auch bei der Eintracht logischerweise, und da war ja die große Diskussion der letzten Tage und Wochen, was ist mit Eli Wahi und vor allen Dingen, was haben wir gelernt in dem Testkick gegen Aston Villa Sonntag früh eurer Zeit. Da war Eli Wahi
die einzige Spitze und im Gegensatz zum Spiel beim FSV, wo ich ihn sehr kritisch gesehen habe, auch nicht nur ich, sondern auch noch viele andere Menschen, die sich mit dem Sport so ansatzweise auskennen, im Gegensatz zu dem Spiel, fand ich, war das ein deutlicher Schritt nach vorne. Warum? Weil er besser eingebunden war, weil seine Laufwege effizienter waren und weil er eben auch deutlich mehr Torgefahr ausgestrahlt hat. Bedingt natürlich auch dadurch, dass das Mittelfeld sehr gut funktioniert hat gegen Villa, weil du mit Scheibi, mit Usun, mit Aronson eine sehr spielstarke Reihe dahinter hast. Auf den Außen immer wieder Tempo, mit Bahoya links, mit Knauf rechts. Solange das funktioniert, glaube ich, kann auch ein Eli Wahi da vorne als einzige Spitze funktionieren. Aber für mich momentan ganz klar, das Pré da vorne, das hat definitiv Johnny Burkhardt. Wenn er denn fit ist, die Erkältung ist abgeklungen hier, hoffentlich kann er bald wieder mitmachen und dann ist er für mich da vorne definitiv zunächst mal gesetzt. Auch deshalb, weil er natürlich der überragende Pressingstürmer da vorne ist. Das aggressive, das hohe Pressing hat gegen Villa schon sehr, sehr gut funktioniert. Hier Samstagabend, Ortszeit. Da hätte ich gerne noch Johnny Burkhardt auf der Wiese gesehen, denn der ist für mich ja in der letzten Saison der mit Abstand beste Pressingstürmer der gesamten Bundesliga gewesen. Ich freue mich, wenn Johnny wieder da ist, eine Option mehr. Aber trotz allem, selbst wenn ihr mir jetzt sagen würdet, Wahi und Burkhardt machen beide 10 Tore plus X, ich würde trotzdem noch was machen in der Offensive, weil ich finde, diese Mannschaft braucht noch diesen einen Spielertypen, der 1-gegen-1-Situationen auflösen kann, der mal einen Überraschungsmoment kreieren kann. Das, was ja mit Hecki auch ein Stück weit verloren gegangen ist, auch wenn er natürlich vieles in Personalunion war, Torjäger, gefühlt Spielmacher, Dribbler, alles in einem. Aber diesen Spielertypen, der dir eben auch gegen tiefstehende Gegner noch mal so Überraschungsmomente gibt, den brauchst du auf jeden Fall. Da ist natürlich die Wunschlösung schon seit vielen Wochen Ritsu Doan. Das zieht sich alles ein bisschen, wenn man hier mit den Verantwortlichen spricht, die sagen, was sollen wir machen? Wir haben da unsere klare Linie und die fahren wir. Das ist bei Abgängen genauso wie bei Zugängen. Sprich, die Eintracht wird keinen Mondpreis bezahlen. Dazu kommt, dass Ritsu Doan natürlich jetzt auch keine 20, 22 mehr ist, sondern eben schon deutlich älter. Und von daher ist die Frage, wo ist da die Schmerzgrenze? Wie viel Geld willst du für diesen Spieler ausgeben? Der Spieler, das höre ich auch hier, will auf jeden Fall zur Eintracht. Die Eintracht will Ritsu Doan, aber es gibt eben auch noch einen abgebenden Verein. Und da hoffen wir mal alle, dass das zeitnah funktioniert. Wenn nicht, kann es auch noch ein bisschen dauern. Aber Stand jetzt, würde ich sagen, ist die Eintracht in der Offensive ziemlich gut aufgestellt. Wenn ein Wahi sich weiterentwickelt, was ich ihm sehr wünsche, ich bin übrigens der Erste, der seine Meinung dann revidiert, der sich freut, wenn das doch noch was wird. Und vor allen Dingen freue ich mich dann auf einen fitten Johnny Burkhardt. Und damit erstmal Rückpass zu euch, zur echten Skyline nach Frankfurt. So, ja, vielen Dank, lieber Phil. Da sind ja einige Infos auf jeden Fall dabei, würde ich sagen. Viele Infos aus den USA, unter anderem natürlich, er hat es nochmal klar gemacht, Ritsu Doan, die Eintracht will das auf jeden Fall gern. Wir sind jetzt gespannt, wir haben uns hier natürlich schon deutlich dafür ausgesprochen, als hätte das irgendeine Bedeutung. Ja, aber das werden wir sehen. Das werden wir sehen, gucken wir mal. Freiburg jetzt hier unter Druck setzen, öffentlich. Wir werden Freiburg unter Druck setzen und werden uns natürlich fragen, kann Phil Hofmeister nicht vielleicht einfach das Badener Lied singen beim SC Freiburg und dafür dann sorgen, dass der Preis gedrückt wird. Das ist die Hoffnung, die ich habe, aber ansonsten hat er ein bisschen angesprochen. Das kommt in den Vertrag dann rein. 5 Millionen, 20 Millionen plus, Weiterverkaufsbeteiligung und Auftritt für den Hofmeister Badener Lied. Also ich glaube, da ist doch alles dabei. Jochen. Aber naja. Aber was ich auch gehört habe, jetzt bei dem, was er gesagt hat, er sieht es gar nicht als absolut notwendig an, dass wenn sich ein Wahi weiterentwickelt, also auch eine Entwicklung, der er jetzt schon Rechnung getragen hat, hat er ja auch gesehen, dass es dann gar nicht zwingend sein müsste, dass die Eintracht nochmal einen Ersatz für Ekitike holt. Wie ist dein Stand der Dinge? Ja, wenn du jetzt fragst, ob es zwingend sein müsste. Ja, ich frage manchmal, ob es zwingend sein muss, manchmal optional, aber jetzt bin ich bei zwingend. Also ich meine, wenn wir Doan haben, ne, wir haben ja, Basti hat es vorhin gesagt, ne, wir haben die Option, oder du hast es gesagt, ne, er ist ja auch gelernter Stürmer irgendwo, ne? Und ein rechter Flügel. Ne? Wir haben die Möglichkeit, ihn da irgendwo zu setzen. Aber wir haben halt zwei sehr starke Stürmer, ne? Mit Mamouche und Hecki eben verloren in der letzten Saison. Und wir spielen jetzt in der Champions League. Ja, wir spielen in der Champions League. Wir haben jetzt einen Burkhardt dazu gewonnen. Das ist eine Maschine. Also ich finde den eine absolute Maschine. Ich bin auch sehr gespannt und freue mich extrem, ihn da vorne da als Stoßstürmer auch zu sehen. Trotzdem zwingend ist es für mich jetzt nicht unbedingt, ja, weil es gibt Möglichkeiten. Aber dadurch, dass wir jetzt wieder die Champions League, also da revidiere ich mich jetzt ein bisschen, dadurch, dass wir jetzt die Champions League auch vor uns haben, brauchen wir einen absolut, wie auch vorhin schon erwähnt, einen breiten Kader. Und
da wird's dann doch wieder zwingen. Ja, weißt du, was ich meine? Also ich verstehe vollkommen, was du meinst. Das ist natürlich genau die Position. Also ich meine, wir haben natürlich zwei absolut wichtige Stürmer abgegeben. Man muss schon im Winter, was natürlich echt heftig für uns alle war. Ja. Die Eintracht hat trotzdem noch in die Champions League geschafft, was eine der Leistung war. Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass mit der Kiteke du jetzt einen absoluten anderen Zielstürmer verloren hast, der natürlich eine unfassbare Qualität reingebracht hat. Ja. Natürlich ist es so, dass wir mit Johnny Burkhardt jemanden haben, bei dem wir unfassbar zufrieden sind, froh auch sind, dass er da ist. Ich glaube, der kann wirklich diesen Ersatz sein. Aber wenn du halt wirklich diese Magie noch brauchst in der Champions League, dann musst du aber auch die Frage stellen, was ist überhaupt möglich? Ich habe mal reingeguckt, es gab ja einige Namen, die immer mal wieder genannt wurden. Da gab es ja unter anderem den Franjo Ivanovic, bei dem sieht es ja so aus, als würde er Richtung Lissabon gehen. Dann gab es einen Kollege, den muss ich mal richtig aussprechen, Mikau Tarze von Lyon. Da war es ja tatsächlich schon relativ nah, so dass man mich mal besprochen hat, dass da Interesse da war, aber jetzt bleibt Olympique Lyon in der ersten Liga. Also die haben die Lizenz bekommen und das heißt natürlich für die Eintracht finden wir dann doch nicht mehr so attraktiv. Ansonsten hättest du wahrscheinlich den für einen guten Preis bekommen, insbesondere weil du in der Champions League bist. Also das sind beides Namen, die eigentlich schon wieder abgekühlt sind. Und Basti, da stelle ich dir die Frage, du bist ja ein Mann, der Stürmer gerne hat. Stürmer. Ja. Zu Hause so. Auch zu Hause. Also im Freizeitbereich auch? Ja, Freizeitbereich. Und wie ist es dann für dich? Würdest du sagen, dass die Eintracht da jetzt nochmal trotzdem aktiv werden müsste? Liebe Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, bevor Basti was sagt. Der sagt ja ganz schön viel, wenn der Tag lang ist. Dementsprechend seid ihr jetzt mal, habt ihr die Möglichkeit, das erstmal in die Kommentare zu schreiben, bevor du jetzt dein Statement... Ich sag erstmal nichts, schreib erst genau. Wie lange braucht das? 5 Sekunden. Ja, 1. Einloggen. 2. Okay, jetzt reicht's. Ja. Schneller Kommentar. Machen wir mal einen Emoji-Kommentar. Ja. Sehr gute Frage. Tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob ich die abschließend beantworten kann. Weil der Erste, der das entscheiden müsste, ist eigentlich der Trainer. Weil wir haben vorhin darüber gesprochen, was für Aufstellungen können wir uns vorstellen. Ja. Und wenn Dino Topmöller bei seinen Überlegungen ständig an Doppelspitzen denkt, dann brauchst du noch einen. Wenn es 2 Plätze in der Startelf zu vergeben gibt, brauchst du 4 Leute. Also einer kann sich immer verletzen, einer hat eine Formschwäche und dann hast du 2 Startstürmer. Sollte Dino Topmöller aber ähnliche Gedankenspiele haben, wie sie vorhin auch aufgeführt haben, dieses Doğan Uzun Hinterland-Dings, dann können 3 Mittelstürmer reichen, wenn es nur eine Planstelle gibt. Dann hast du Batshuayi, Wahi mit ein bisschen Fragezeichen und Johnny Burkhardt, der wahrscheinlich erstmal der gesetzte Startstürmer sein wird. Das würde reichen. Und dann muss Dino Topmöller die Frage beantworten. Wenn er die Frage beantwortet, eigentlich will ich meistens nur mit einem Mittelstürmer spielen, dann reicht das. Und dann ist die nächste Frage, kriegen wir noch Spieler los? Haben wir noch Betrag X zur Verfügung? Und welche Gewichtung haben die anderen Baustellen? Weil man kann ja auch nicht nur über Stürmer sprechen, sondern auch über andere Positionen, wo eventuell noch Verstärkung her muss. Ja. Diese Prioritätenliste müssen Topmöller und Krösche zusammenarbeiten. Dass Topmöller sagt, mein bevorzugtes System ist das. Und wir müssen gucken, dass jede Position mindestens doppelt besetzt ist, dass wir genug Breite haben und dass wir taktische Flexibilität erhalten. Und wenn er sagt, die kriegt er durch Doğan, braucht dann kein Mittelstürmer mehr, weil er den anderen 3 vertraut, dann braucht man keinen mehr. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Überlegung. Denn du hast ja die anderen Planstellen noch angesprochen. Wir werden gleich da nochmal drüber zu sprechen. Wir wissen, inwiefern da vielleicht noch was nötig wird. Ich finde aber tatsächlich, wenn die Rizzo-Doğan-Nummer erstmal durch sein sollte, dann würde ich sagen, sollten wir ein bisschen Abstand von dieser Stürmersituation nehmen. Und dann lieber gucken, was sich am Transferende vom Laster runterfällt. Weil es wird auch mit Sicherheit so sein, dass einige Top-Clubs noch Stürmer haben, von denen sie dann sagen, okay, wir haben aber den noch gekauft und jetzt wird er bei uns nicht so oft spielen. Ich glaube eher, dass die Eintracht lieber eine Lösung forcieren sollte mit jungen, talentierten Stürmern, die dann vielleicht per Leihe oder so an den Main wechseln. Ne? Ja. Damals, ich meine, Tell hat damals nicht geklappt. So eine Lösung, ne? Eine Leihlösung wie beispielsweise mit Tell, das könnte ich mir tatsächlich besser vorstellen, weil ich glaube nicht, dass die Eintracht ähnlich viel Geld, wie sie jetzt für Doğan nochmal investiert für einen Stürmer, der dann kommt. Ich glaube, da ist das Gehaltsgefüge oder auch tatsächlich einfach das Budget gar nicht so wirklich da. Wir haben in der letzten Woche drüber gesprochen. Es geht ja auch viel auf Gehälter drauf und so weiter und so fort. Ich gehe ziemlich davon aus, dass es eher so läuft. Hast du noch einen Stürmer im Blick, der dir in den letzten Wochen besonders gut oder Monaten gut gefallen hat, den du hier einfach mal random droppen willst, um irgendwie die Gerüchteküche anzufeuern? Weiß ich nicht. Tatsächlich gerade schwierig, muss ich sagen, aber ich muss, also aus unseren eigenen Reihen, du sagst ja schon irgendwie Laien, ne? Ja, aus Heiler. Ja. Aus Heilerhausen, ja. Nee, wir haben eine geile Jugend. Also, ne, und wir haben ja jetzt bei dem Spiel gegen Aston Villa haben wir gesehen, ne, Bekir er hat gegoalt, macht 2-2, ne, als 16-Jähriger kommt aufs Feld in der 61. Minute, wurde glaube ich eingewechselt und es war ein total neues Spiel. Ja. Ich meine, ist ein Spieler, auf den man aufbauen kann, ja, für die Zukunft dann. Defensiver Mittelfeldspieler. Ja, aber für das Hier und Jetzt fehlt mir
direkt kein Stürmer in dem Preissegment 20 bis 30 Millionen ein. Also Ivanovic wäre natürlich ein Traum gewesen, ja, wie du schon richtig sagst. Ich habe es auch verfolgt, das wäre mega, der hätte gut reingepasst. Aber mir fällt jetzt direkt keiner. Muss ja auch gar nicht sein. Wir gucken auf jeden Fall mal. Es bleibt definitiv spannend. Aber wie gesagt, der Markt an sich scheint ein wenig sich beruhigt zu haben, weil sich alles auf die Doha-Nummer konzentriert. Und ich glaube, danach werden die weiteren Dominosteine fallen. Aber wenn wir darüber sprechen, dass man vielleicht im Offensivbereich dann eine Abkühlung eintritt, welche Bereiche siehst du denn dann, wo man vielleicht noch mal was tun müsste? Also wenn offensiv alles abgekühlt ist, dann finde ich, sollten wir vielleicht in der Innenverteidigung noch mal genauer schauen. Innenverteidigung, ja. Jetzt bin ich aber gespannt, weil du hast ja eigentlich ganz schöne Granaten da. Ja, wir haben Granaten auf jeden Fall. Ich will jetzt nichts Negatives über jemanden. Aber wohl auch nichts Positives, wenn du jetzt aber ich finde, wir sollten auch da irgendwo, ne, es sollte da auch die Breite gegeben sein. Ne? Wir haben jetzt Tuta, Amenda wird sich auch richtig machen noch in Zukunft. Der wird eine krasse Maschine. Aber ich finde, ja, wir haben Brown links, da ist ja schon auch ein bisschen Interesse aus Italien bekannt worden. Und das ist bei guten Spielern so, gell? Ja, das ist immer so, das ist klar. Aber also ich finde vielleicht noch mal so ein also dir wird ein weiterer Innenverteidiger gut plädieren. Ja. Okay, das ist natürlich eine Lösung. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ich denke tatsächlich, dass wir uns über einen Mittelfeldbereich noch mal näher unterhalten müssten. Und das könnte eventuell im defensiven Bereich der Fall sein. Da sehe ich schon den nickenden Basti, der wohl wissend, welche Namen er da schon im Kopf hat, vielleicht etwas sagen will dazu. Ich habe keine Namen im Kopf, aber ich habe ähnliche Überlegungen wie du. Das sind halt aber alles Kann-Transfers. Das ist ehrlich gesagt eine geile, luxuriöse Situation. Jetzt. Hoffentlich bleibt so. Ja, das würde nämlich bedeuten, dass niemand mehr weggeht von der ersten Hälfte. So, das ist nämlich genau das, was ich jetzt ansprechen wollte. All das, worüber ihr beide gesprochen habt, steht und fällt ein bisschen an dem vorhandenen Personal. Ja. Also wenn man über einen Innenverteidiger redet, dann würde ich denken, ja, bei Tuta-Abgang. Wenn wir über einen defensiven Mittelfeldspieler reden, dann nur ja, falls Paxton Aronson sich nicht in Mannschaft spielt. Ja. Wenn du über einen Stürmer sprichst, ja, wenn Wahi doch nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Also es gibt mit Sicherheit Dinge, die erst noch passieren müssen, damit Spieler kommen. Und es müssen auch Entscheidungen getroffen werden. Weil das sind Entscheidungen, wie wenn du jetzt sagst, du willst einen Sechser holen. Und ich glaube, das wünschen wir uns alle seit Jahren noch so ein bisschen so ein Ankerspieler, so der einer, der irgendwie so ein bisschen der Taktgeber im Mittelfeld ist. Also das weder Larsson noch Skiri, die beiden gut funktionieren super zusammen. Ja. Aber so wirkliche Taktgeber sind sie ja jetzt nicht so. Skiri ist eher so Typ Arbeiter, Larsson ist noch ein junger Spieler. Ja, und die Problematik, die so ein bisschen immer im Kopf ist, wir sagen, ja, wir spielen ja jetzt Champions League, deswegen müssen wir. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Weil nur weil du einmal Champions League spielst, kannst du dir da keinen Champions League Kader hinbauen. Ja. Dann erreichst du die Champions League. Das solltest du auch nicht. Ja, eben. Und deswegen müssen wir, glaube ich, was den Kader betrifft, auch so einen gewissen Realismus einkehren lassen. Finde ich gut. Um zu sagen, ja klar würde ich mir wünschen, dass wir noch da. Klar würde ich mir wünschen, dass wir da noch. Ja, würde ich mir aber wünschen, dass wir dann in 3 Jahren denken, scheiße, wie kriegen die Spieler nicht los? Wir haben kein Geld mehr, weil wir die Kaderstruktur und die Gehaltsstruktur so versaut haben. Ja. Deswegen, mein erster Take wäre, wenn Tuta geht, ja, musst du noch jemanden holen, alleine personell. Wenn Paxton Aronson aber einigermaßen den Eindruck macht, dass er in der Zentrale und vielleicht auch Chaby, so, der vielleicht von den Außen ein bisschen in die Zentrale, wenn die Trainer das Gefühl haben, das könnte funktionieren, dann bist du da gut aufgestellt. Und wenn die Trainer im Sturm das Gefühl haben, ey, gib dem Y ein bisschen Zeit, auch da, belass es. Weil, erinnern wir uns an Sommer, die viel schlimmer waren, da hättest du jetzt noch 3, 4 elementare Phantomschmerzen, weil du Angst hast, ob der noch geht. Es ist eine ganz luxuriöse Situation, in der sich die Eintracht gerade befindet, weil eigentlich der Kader steht zum großen Teil. Es ist jetzt gar nicht klar, ob jetzt noch Leute gehen. Ne? Und wenn, dann wird wahrscheinlich, das muss man auch sagen, wir werden gleich nochmal vielleicht über potenzielle Abgänge reden, nicht die erste Riege gehen, sondern es gibt Leute wie Motorhut, die wahrscheinlich wegwechseln. Aurelio Buta wird wahrscheinlich wegwechseln, der auch schon beispielsweise bei Union Berlin gerüchtet wird. Ne? Also vielleicht auch beim HSV. Da sind einige Namen, die dann wahrscheinlich innerhalb der Bundesliga wegwechseln werden, aber nicht von der ersten Aufstellung. Und es ist natürlich auch so, du sagst es zu Recht, klar, Testspiele sind Testspiele, liebe Leute, das hat keinen absolut krassen Wert, trotzdem ist es schön, Entwicklungen zu sehen. Es ist schön, einen Paxton Aronson zu sehen und zu sehen, dass der sich schon ganz gut einfühlt. Es ist gut zu sehen, dass ein Wahi nach der viel gescholtenen letzten Woche, wo jeder schon bei dem Testspiel gegen FSV, with all due respect, schon die dunklen Wolken angemalt hat, verziehen die Wolken gerade wieder ein wenig. Wir warten auch da ab. Also wir sehen eine Entwicklung, müssen mal gucken, wie das weiterläuft, aber trotzdem ist es natürlich so, was ein anderes Thema ist, du hast Beke Isch beispielsweise schon angesprochen, ist natürlich ein 16-jähriger Junge, genauso auch wie Dills. Da sind einige junge Spieler, die ja mit in die USA gefahren sind. Und da habe ich jetzt nicht Basti, sondern Philly Vanilli mal gefragt, wie das eigentlich ist. Jetzt habe ich zum letzten Mal gesagt, sage ich wieder Phil, um wieder seriös zu wirken. Habe ich Phil mal gefragt, wie das eigentlich mit den Youngsters ist, weil die haben ja
ein gutes Signal gegeben. Und jetzt frage ich dich, was da möglich ist, denn, was ja natürlich das Thema ist, die Eintracht, die zweite Mannschaft, startet in der 4. Liga. Und das ist natürlich tricky. In der 4. Liga kannst du da die Spieler so entwickeln, wie du es willst. Und da hören wir mal rein, was Phil dazu sagt. Ja, wenn man über diese Youngsters reden will, ihr Lieben, und damit gute again hier aus Louisville, dann weiß man ehrlich gesagt gar nicht, wo man so richtig anfangen soll. Denn ganz ehrlich, eigentlich sind ja auch Can Uzun und Paxton Aronson noch Youngster, aber die sind ja trotzdem schon sehr, sehr nah dran an der Startelf. Was die Reihe dahinter angeht, bin ich nicht erst seit dem Wochenende, seit seinem überragenden ersten Profitor für die Eintracht zum Ausgleich, zum Endspiel gegen Aston Villa, großer Fan von Ebu Bekir ist. Der Bub ist 16, kommt aus einer Verletzung, aber ist ein so guter Kicker, der versteht schon so viel, der kann seinen Körper einsetzen, der hat diese Fußballintelligenz. Ein sehr kompletter Spieler, einer, der wahnsinnig umtriebig ist, sehr präsent auf dem Platz. Dino Topmöller zu Recht großer Fan von ihm. Genauso wie von Marvin Dills. Das ist für mich so ein bisschen Name. Ganz ehrlich, den hatte ich vor ein paar Monaten noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Wenn den einer so gedroppt hätte, ich hätte gesagt, was, wer? Ich kenne nur einen Marvin. Und zwar the one and only. Aber Marvin Dills ist auch jemand, der sich hier anbietet, der mittendrin ist, der aktiv dabei ist, der auch nicht großartig abfällt. Auch deswegen die Belohnung von Dino Topmöller, früh reinzukommen. Anders übrigens zum Beispiel als Noah Fenjö. Den dürfen wir auch nicht vergessen. Aber der war der Einzige, der erst kurz vor der Schlussphase eingewechselt wurde im Testkick gegen Aston Villa. Auch das war ein kleines Zeichen. Aber Augen auf, Marvin Dills zum einen. Wobei da die Frage ist, wie nah ist der tatsächlich dran an Bundesliga-Einsätzen, an Europapokal-Einsätzen? Mein Eindruck, nicht so nah wie Ebu Bekir ist. Und wir dürfen nicht vergessen, der Junge hat ja auch schon einen Europapokaleinsatz bekommen letzte Saison als Belohnung von Dino Topmöller. Auch das zeigt, was für ein großer Fan Dino von diesem Eigengewächs ist. Also die Youngsters sind da, die sind präsent, die machen Druck, die fallen nicht ab. Aber Ebu Bekir ist für mich auf jeden Fall derjenige, der so ein bisschen the player to watch ist. Nicht erst seit diesem Trainingslager, aber er untermauert das hier auf jeden Fall. Hinter mir übrigens seht ihr das Lynn Family Stadium da hinten. Da wurde am Wochenende gegen Aston Villa getestet und da wird auch morgen Abend wieder getestet zum Abschluss des Trainingslagers gegen die Locals hier vom Louisville FC. Hoffentlich gibt's dann den ersten richtig deutlichen, überzeugenden, überragenden Eintracht-Testspielsieg dieser Saison. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. So viel meine Eindrücke hier aus den US of A. Und damit zurück zu euch nach Frankie-Town. So, jetzt nicht zurück in Frankie-Town. Ich glaube, das habe ich seit den 90ern. Frankie sollte keiner sagen. Haben wir jetzt auch gerade. Ich habe gerade an Frankie, das Maskottchen vom FSV. Hey, komm heute nach Frankie. Nein, kommst du nicht, bleib weg. Also, liebe Leute, aber wir haben es gehört. Vielen Dank für die Eindrücke, lieber Phil. Also, es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass Bekir auf jeden Fall ein Spieler ist, der große Potenzial mit sich bringt. Er ist 16 Jahre. Und dann stelle ich mir aber schon die Frage, lieber Basti, jetzt haben wir das gehört. Das klingt alles sehr gut. Es ist alles Trainingslager. Es ist alles mit Vorsicht zu genießen, auch wenn es leichte positive Tendenzen hat. Jetzt stelle ich aber dir die Frage, was machen wir mit den Spielern, die können doch nicht in der 4. Liga versauern? Auch das ist wieder eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann, lieber Marc. Ja, gut, ja, dann solltest du dir mal Gedanken machen, warum du die nicht beantworten kannst, aber ich sie stelle. Frage ist ja bei diesen Spielern, reicht es nicht vielleicht in dem Alter sogar immer mit den Profis zu trainieren, um sich weiterzuentwickeln? Er spielt ja auch noch in der Jugend, ne? Also mit 16 Jahren spielst du U19. Das wollte ich gerade sagen. Und dann hast du ja trotzdem Pflichtspiele und vielleicht ist es dann noch gar nicht so, dass du in dem Alter dann in irgendeiner Art und Weise, keine Ahnung, in die zweite Liga verliehen werden musst oder sonst irgendwas. Das sind aber auch Fragen, die der Trainer und der Spieler beantworten müssen. Einfach zu sagen, ey, dem trauen wir jetzt überhaupt nicht zu, in den Kader zu kommen, deswegen verleihen wir dich, hol dir ein bisschen Härte ab. Das hat super funktioniert bei vielen Spielern, die wir hatten. Aber es gibt mit Sicherheit auch Spieler, denen es gut tut, erst mit den Profis zu trainieren, da reinzukommen. Ich meine, ganz ehrlich, für Marvin Dills ist gerade in eine neue Welt eingebrochen. Ja, klar, das ist gut. So, du denkst so, was geht ab, Alter? So, ja. Du bist jetzt plötzlich im Flieger in die USA, trainierst mit diesen ganzen Spielern und so weiter und so fort. Hast jetzt ein Testspiel von Anfang an gespielt, hast gut gespielt, hast die Leute auf dich aufmerksam gemacht. Aber da muss halt die Frage beantwortet werden, wie realistisch ist es, dass er ab und zu im Kader landet? Ja. Und wenn das noch weit weg ist, weil man sagt, hey Bruder, klar musst du dich entwickeln und klar werden wir dir an gewissen Stellen helfen, dich zu entwickeln, aber wir haben ja auch noch Tagesgeschäft mit Champions League und so ein Kram. Das ist zu großer, serious Shit für dich. Deswegen verleihen wir dich. Aber das sind Fragen, die, glaube ich, auch bei jedem Spieler individuell beantwortet werden müssen, weil der eine braucht ein bisschen mehr Spielpraxis, der andere will vielleicht auf diese Art und Weise persönlich da reinwachsen, ein bisschen langsamer.
Aber es sind für mich auf gar keinen Fall aktuell noch Startelf-Kandidaten, deswegen ist die Frage berechtigt. Das ist ja klar. Aber mir geht's halt darum, wir haben immer Spieler mit der Perspektive. Aber es ist natürlich auch total oft so, dass du siehst, dass Spieler dann den letzten Schritt nicht machen, dann in die zweite oder dritte Liga verliehen werden. Auch, ich meine, es gab auch Spieler wie Matanovic, die natürlich jetzt in der ersten Liga jetzt gewechselt sind, weil sie gute Anlagen haben, aber es bei der Eintracht nicht reicht. Das ist jetzt halt ein Beispiel, der hat uns ja trotzdem Geld gebracht, das hat ja trotzdem insgesamt gut funktioniert. Aber natürlich ist es jetzt so, bei so einem 16-Jährigen, ich meine, du spielst selber Fußball, ja, bist ja jetzt wieder zurück im Fußballgame mit deinen gefühlt 25 Jahren, ja. Bist in der Blüte deines Lebens und musst natürlich jetzt sehen, wie das alles so funktioniert. Aber du hast natürlich auch junge Spieler in deinem Umfeld, ne? Und dann stellt sich halt natürlich schon die Frage, was macht man? Ist es sinnvoll, bei der Eintracht nur zu trainieren? Ne? Liebe Leute, schreibt ihr übrigens mal in die Kommentare, wenn ihr da jetzt beim Training, nee, das nicht wahrscheinlich, besser ist es wahrscheinlich, aber schreibt zumindest mal in die Kommentare, wenn ihr jetzt im Trainingslager oder auch in den Testspielen so gut gesehen habt. Und dann will ich dich einfach nochmal fragen, was würdest du dem jungen BKS raten? Also an dieser Stelle vielleicht erstmal schöne Grüße an SG Schimborn Königshofen. Ja, da habe ich angefangen zu kicken mit 31, aber danke für die 25. Ja, was rate ich dem Spieler? Das ist wirklich schwierig, wie der Basti schon gesagt hat. Das Mittrainieren bei der ersten Mannschaft bringt immer viel. Also ich bin auch nicht der beste Kicker, aber ich trainiere halt immer mit. Ja. Und lassen Sie auch mittrainieren. Ja, genau. Das ist ja schon mal gut. Ja, also, aber ich muss ehrlich sagen, der Junge braucht auch Spielpraxis und er darf auch jetzt, er ist 16 Jahre alt. Also er sollte auch keinen Druck haben. Ne? Also mit 16 sollte er so befreit spielen, wie er gerade auch aktuell spielt. Er hat jetzt hier in Aston Villa, er kam rein und hat ein komplett ein schönes Tor gemacht. Also ich hätte mich mit 16 Jahren bei so einer Mannschaft bei der Eintracht nicht getraut, aus 18 Metern so abzuziehen. Das ist natürlich ein guter Punkt. Das ist das Ding. Also er ist total befreit. Er soll weiter so befreit spielen. Ja, er soll sich keinen Druck machen. Wenn er mal ein Spiel für uns spielt, wäre es eine super Sache. Ja, aber dann soll er genauso aufs Feld kommen. Ja, total befreit, ohne Druck. Und das finde ich ist halt eben das Wichtige. Er kann bei der ersten mittrainieren. Er versauert, glaube ich, also meiner Meinung nach ist es kein Versauern in der 4. Liga. Aber er holt sich da die Spielpraxis, holt sich die Härte, die man eben auch braucht. Und dann kommt er total motiviert rein und liefert ab. Also ich merke schon für dich eher Plädoyer für eventuell mal in der 4. Liga. Wie gesagt, er kann ja noch Junioren-Bundesliga spielen. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Das ist ja auch genau das Level wahrscheinlich, was er regelmäßiger als jetzt irgendwie 4. Liga sogar spielen wird. 17 Nationalmannschaften noch. Genau. Also liebe Leute, da ist auf jeden Fall einiges drin. Wir merken, wir sind aber froh, dass es gerade wieder diese Spieler gibt, auch im Jugendbereich, über die man überhaupt sprechen kann. Ne? Ja. Dass es auch beispielsweise Spieler aus der eigenen Jugend auch sind. Ne? Manche, zuletzt waren es ja auch oft zugekaufte Spieler, die im jungen Bereich wie Baoja oder so, die jetzt nicht die Eintracht-Jugend durchlaufen haben. Aber dass man sowas auch mal wieder hat, ist auf jeden Fall ein guter Weg. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt und frage mich aber trotzdem, lieber Basti, wie das halt mit den anderen Abgängen noch weitergeht, wenn es darum geht. Leider hat sich ein Motorhut nicht so durchgesetzt, wie wir es ganz gerne hätten. Motor hat super sympathische Spieler, lustige Antritts-PK, haben wir schon gedacht, mal gucken, in welche Richtung das geht. Hat nicht so funktioniert. Buta, jetzt zuletzt ausgeliehen, ist auch ein Spieler, der wahrscheinlich die Eintracht verlassen wird. Und man ist natürlich ein deutliches Signal, dass die beispielsweise gar nicht zum US-Trainingslager mitgefahren sind, ne? Ja, und du hast die Liste ja noch weiter offen gemacht. Ebimbe ist beispielsweise, der wahrscheinlich zu Betis Sevilla geht. Du hast mit Nkunku jemanden, wo man nicht weiß, ob er bleibt. Also es gibt ja noch irgendwie eine lange Liste von Abgängen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die entscheidender ist, als man denkt. Ja. Weil das sind mit Sicherheit gut dotierte Verträge an einer gewissen Stelle. Und du musst, glaube ich, was die Fixkosten betrifft, da erstmal Budget freischaufeln. Weil du kannst es dir, glaube ich, nicht erlauben, dass du so 4, 5 hochpreisige Spieler hast, die gar keine Rolle spielen. Also ich glaube, dass da wirklich Platz geschaffen wird und dass dann eventuell durch diese Entspannung, die da auf der Gehaltsliste stattfindet, dann vielleicht noch weitere Dinge passieren. Aber ich glaube so, das ist so diese Prioritätenliste von Krösche gewesen. Also Burkhardt, Etikette, jetzt Doan und dann glaube ich, dass du dann erstmal ausmisten musst. Also es ist so ein bisschen so, Marvin, wir kennen's. Du musst erstmal ein paar Möbel wegtun, bevor du dann wieder zu Ikea fährst, um dir neue Sachen zu kaufen. Ich fahre ganz ungern zu Ikea. Wobei die Köttbullar sind ganz gut und die Pommes mag ich auch. Also insofern. Aber also was ich meine ist, du musst erstmal Platz schaffen. Und das ist auch wichtig. Also es ist auch wichtig, weil du hast diese Spieler ja da. Du musst denen in irgendeiner Art und Weise ein Trainingsangebot machen. Und wenn die Spieler keinen Bock mehr haben, hier zu sein, wenn du mit den Spielern nicht mehr planst, dann ist es besser, wenn da eine Lösung gefunden wird. Und ich glaube, die ist sehr, sehr wichtig für die Payroll. Wobei natürlich da auch gesagt werden muss, dass es liegt ja nicht am Bock, weil ich glaube, alle Spieler waren in der letzten Zeit, also bis auf Ebimbe, jetzt eher grundsätzlich, also Buta durch motivierter Spieler, auch Motorhut, hat sich ja überhaupt nicht hängen lassen. Kein Bock war jetzt nicht auf die Spieler gemünzt, sondern das war, ich hätte auch keine Lust, wenn ich wüsste, der Verein plant überhaupt nicht mit mir und ich habe hier keine realistischen Chancen. Aber du hast recht. Aber du sprichst an, es geht um auch die Dominosteine, die einen nach dem anderen fallen müssen. Und die werden wir in den nächsten Wochen noch deutlich beleuchten. Dementsprechend nächste Woche Fußball 2000, wir sind wieder da. Ciao, ciao. Ja.
Fußball 2000, das war die neue Folge. Und jetzt will ich euch noch ein bisschen was ans Herz legen. Denn wir haben ja eine Folge nach der anderen aus den USA rausgehauen. Da war ja Phil auf jeden Fall ein umtriebiger Geist, hat viele Infos, viele persönliche Eindrücke auch mit euch geteilt. Und ich würde sagen, ihr klickt euch einfach mal hier in diese Playlist rein. Denn da ist diese wunderbare US-Playlist mit allen Ausgaben. Er hat eure Fragen beantwortet, er hat Reaktionen gemacht nach dem Testspiel. Was will man mehr? Der absolute Eintracht-Content für euch in dieser Liste.